Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen die Wendekrake Reversible Octopus. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt das Video auch sehr gern. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Du brauchst dafür natürlich zwei Farben. Es sollte schon dasselbe Garn sein. Eine 2,5 Häkelnadel und 12 mm Augen. Und ein klitzekleines bisschen Füllwatte. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probier es einfach nochmal. Manchmal hackt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist, und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, eine feste Masche, 2 feste Maschen. Nun wird jede dritte Masche verdoppelt. Dafür häkelst du natürlich in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du bis zum runden Ende. Dann verdoppelst du jede vierte Masche, also in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du wie immer bis zum runden Ende. Dann wird jede 5. Masche verdoppelt, also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Und das wiederholst du bis zum runden Ende. Dann wird noch jede 6. Masche verdoppelt. Du häkelst also in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 6. wieder 2 feste Maschen. Dann jede 7. Masche. Du häkelst also in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 7. 2 feste Maschen. Jetzt kommt unsere letzte Zunahme. Du verdoppelst jetzt jede 8. Masche. Dafür häkelst du in die ersten 7 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 8. wieder 2 feste Maschen. Dann häkelst du 10 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 10 ganz normale Runden. Dann nimmst du jede 8. und 9. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 7 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in das vordere Maschenglied der 8. Masche ein, der 9. Masche, ziehst den Faden durch und ziehst ihn durch beide Schlaufen. Und das wiederholst du ebenfalls die ganze Runde lang. Ich zeige es trotzdem nochmal. Du häkelst in die nächsten 7 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in das vordere Maschenglied der 8. Masche ein, der 9.
holst dir den Faden und ziehst ihn durch beide Schlaufen. Dann, wenn du drumherum bist, häkelst du in die erste Masche eine Kettmasche, also einstechen und die Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Ziehst den Faden komplett durch und damit hast du schon mal den Körper vom kleinen Oktopus. Jetzt kannst du schon mal die Fäden vernähen und sie dann abschneiden. Ich zeige es einmal ganz kurz. Du nimmst dir eine Nadel und stichst leicht durch die Maschen innen ein, machst ein paar, ziehst den Faden durch und kannst den Faden dann einfach abschneiden. Und das machst du mit allen Fäden, so die du übrig hast. Dann häkeln wir die Tentakeln und wir beginnen mit einer Luftmaschenkette. Du machst also eine normale Schlaufe, nimmst dir die Nadel, ziehst es fest und häkelst jetzt 7 Luftmaschen. Stichst in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und machst eine feste Masche. Und du häkelst jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche, bis auf die letzte, in die häkelst du 2 feste Maschen. Also in die letzte 2 feste Maschen. Du siehst es hier. Kann manchmal ein bisschen schwierig sein, aber das kriegst du hin. Und dann drehst du das Stück leicht, lässt eine Masche aus, weil du hast ja gerade 2 feste Maschen in eine gemacht. Die erste lässt du also aus und in die restlichen häkelst du jeweils eine feste Masche. Kann auch manchmal ein bisschen dauern, aber auch das kriegst du hin. Dann machst du eine Luftmasche, wendest das Stück, häkelst jetzt 4 feste Maschen in die nächsten 4 Maschen. Verdoppelst die 5. Masche, häkelst 2 feste Maschen in die nächsten 2 Maschen. Verdoppelst die nächste Masche, also 2 feste Maschen in eine Masche. Und häkelst in die restlichen Maschen jeweils eine feste Masche, also in die restlichen 4. Dann machst du eine Luftmasche, wendest das Stück und häkelst in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, schneidest du den Faden ab und ziehst ihn einfach durch. Je nachdem, ob du mit dem Faden dann später die Tentakel annähen möchtest oder nicht, lässt du es länger. Ich werde später einen langen Faden nehmen und alle Tentakel mit denselben Faden annähen, also brauche ich nicht so ein langes Stück nur, falls du es aber direkt so annähen möchtest. Jetzt nehmen wir die Tentakeln an und dafür nimmst du dir entweder einen langen Faden oder du hast ja einen Faden gelassen, mit dem du das Ganze eben annähen kannst. Wichtig ist, dass du am Körper 6 Maschen vernähst, damit die Zahl aufgeht. Also bei jeder Tentakel vernähst du 6 Maschen, stichst dabei aber auch nur in das vordere Maschenglied ein. Das sitzt dann einfach besser. Ich mache das mit einem ganz normalen Schlingenstich. Du kannst es annähen, wie du es immer getan hast. Du musst dich da nicht an mich halten. Aber ich benutze den ganz normalen Schlingenstich. Und das machst du jetzt eben mit allen Tentakeln. Dann musst du das Ganze natürlich noch ein weiteres Mal häkeln und annähen und wenn du beide Teile hast, dann können wir sie zusammenfügen, aber erst machen wir die Gesichter. Ich habe wie gesagt 12 mm Augen genommen und ich habe von oben gezählt in der 15. Masche angesetzt, aber von unten ist es leichter. 5 Reihen über den Tentakeln habe ich die Augen gemacht und dazwischen liegen ca. 8 Maschen. Wir beginnen mit den Wangen. Und hier kann ich den Tipp geben, es ist besser erstmal nicht die Platten ranzumachen und erst die Wangen zu machen und dann die Platten für die Augen ranzumachen. Du stichst also von innen
da ein, wo du die Wange haben möchtest. Gehst dann ein paar Maschen zur Seite, kommst wieder da raus, wo du das erste Mal rausgekommen bist. Und dann machst du das noch einmal, so dick, wie du die Wangen halt haben möchtest. Und wenn du zufrieden bist, gehst du wieder rein und auf die andere Seite. Oder du schneidest es ab und setzt nochmal neu an, falls du dir unsicher bist, dass du es vielleicht zu fest ziehst. Und dann hast du da so einen Knick. Also wie du möchtest. Aber so mache ich es immer. Ich gehe dann auf die andere Seite und versuche es gleichmäßig auf der anderen Seite nochmal genauso zu machen. Dann machen wir den Mund. Du stichst da ein, wo du den Mund haben willst. Bei mir ist er 2 Maschen vom Auge entfernt. Gehst dahin, wo du den Mund auf der anderen Seite haben willst, natürlich in derselben Reihe. Gehst ein bisschen runter in die Mitte des Mundes. Gehst dann wieder hoch, holst dir sozusagen den oberen Faden, stichst wieder da ein, wo du gerade eben warst und ziehst es dann runter. Schon hat man einen niedlichen, lächelnden Mund. Wenn ich den bösen Mund mache, drehe ich dafür das Stück einfach um und mache es ganz genauso. Die Augenbrauen funktionieren natürlich genauso wie alle anderen Sachen auch. Jetzt fügen wir die beiden Teile zusammen und dafür nimmst du dir ein bisschen Füllwatte, wirklich nicht viel, nur ein ganz klitzekleines bisschen, damit es seine Form behält. Bei mancher Wolle ist es auch gar nicht notwendig. Und dann legst du eine der beiden Teile nach innen. Das heißt sozusagen, kommt die schlechte Seite auf die schlechte Seite, rechts auf rechts sozusagen. Und du hast innen das Gesicht und außen das Gesicht. Ich hoffe, du kannst gut erkennen, was ich hier meine. Also außen ist ein Gesicht und innen ist ein Gesicht. Dann nimmst du dir den Faden, mit dem du das Ganze zusammenhäkeln möchtest, gehst zwischen 2 Tentakel, holst dir den Faden und ziehst ihn durch. Holst den Faden und ziehst ihn durch. Dann gehst du die Tentakel lang. Achte darauf, dass du immer auf beiden Seiten dieselbe Masche nimmst, damit es gleichmäßig ist. Gehst halt durch beide Maschen durch, holst den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann wieder Schlaufe durch die Schlaufe. Und du machst jetzt um den Körper komplett drumherum immer eine Kettmasche durch beide Maschen. Bei der Hälfte angekommen, stoppst du ein klitzekleines bisschen die Tentakel aus, weil es dann einfach schöner aussieht. Ist kein Muss, aber ich würde es durchaus empfehlen. Und wenn du drumherum bist, dann kannst du den Faden abschneiden und einfach durchziehen. Und dann vernähst du den Faden noch. Oder besser gesagt, du steckst ihn einfach irgendwo rein. Achte darauf, dass man es natürlich auf der anderen Seite nicht sehen kann. Du kannst es hier auch nochmal ein bisschen sicher machen, dass auch wirklich nichts aufgeht. Und dann guckst du auf der anderen Seite, ob man es sehen kann oder nicht. Und dann stichst du den Faden einfach durch. Man kann es nicht sehen. Super, durchziehen und dann einfach abschneiden. Das machst du mit den anderen Faden dann auch. Und fertig ist dein kleiner Oktopus. Und ich glaube, du kannst da ganz viele Sachen mitmachen. Du musst ja nicht ein wütendes Gesicht machen, du kannst auch irgendwelche verrückten Gesichter machen oder ein verliebtes Gesicht oder was auch immer dir einfällt. Und ich finde sie wütend, ehrlich gesagt, ganz besonders niedlich. Und ich habe das schon mit vielen Garnen ausprobiert. Es funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Es gibt dann natürlich immer ein paar Unterschiede, größer, kleiner, weicher, härter. Also ja, du kannst da einfach rumprobieren und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich wirklich über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gerne und abonniere doch den Kanal. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Video wieder, wo ich euch dann ein bisschen mehr erzähle, was in letzter Zeit so los war und warum ich so eine lange Pause hatte. Und bis dahin, bleibt gesund und habt einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!